Moin Moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX5. Und zwar werde ich heute im MX5 den Mishimoto Fanshroud einbauen. Ich habe ja schon einen Mishimoto Lüfter drin, ich habe ja auch schon den Mishimoto Wasserkühler drin. Aber ich werde jetzt mal upgraden zu dem Fanshroud, weil der eine Lüfter jetzt doch ein bisschen zu wenig ist, gerade wenn es heiß wird und wenn man dann ein bisschen öfters am Gas hängt, dann wird das doch ein bisschen wenig. Auf jeden Fall werde ich heute diesen Fanshroud einbauen. Wie ihr seht, ich habe hier einmal zwei Lüfter anstatt diesen einen hier. Das sind aber, glaube ich, an sich die gleichen Lüfter. Ja, und dann einmal hier außen drum diese Aluminiumplatte. Da es jetzt ja zwei Lüfter sind, werde ich mal gucken, wie ich das mache. Weil, Moment, dieser eine Lüfter hat ja hier diesen Anschluss. Das ist der Anschluss, der allgemein am Lüfter dran ist, den man hier auch benutzt. Also der auch an dem Lüfter dran ist. Und der hier hat den Anschluss. Ich hatte jetzt beim MX5 vorher auch nur einen Lüfter dran. Und diesen Anschluss kann ich nirgendwo finden bei mir. Also der liegt nirgendwo hier oder sowas. Und da muss ich mal gucken. Ich bin am Überlegen, ob ich das irgendwie mit dem Thermostat zusammenschalten lasse. Oder ich mache es mir easy. Gehe einfach von hinten von der Batterie, gehe ich einfach auf den Schalter und dann auf hier drauf, sodass er es aus dem Innenraum schalten kann. Ich könnte es auch ganz theoretisch, also ich könnte es mir auch ganz leicht machen. Ich könnte auch einfach hier, beziehungsweise hier vorne einfach Plus mit drauflegen und dann wäre es auch gegessen. Nur warum ich das nicht machen möchte, ist, weil der einfach ein bisschen zu viel Ampere zieht. Weil ich glaube, einer von denen zieht 7 bis 8 Ampere. Und das ist dann doch für so eine 1,5 mm Leitung doch ein bisschen viel. Deswegen, ich werde jetzt mal gucken, manche machen das, manche gehen halt hier rein, schneiden hier rein und lassen dann das darüber auch laufen. Kann man höchstwahrscheinlich machen, aber das ist mir dann ein bisschen zu risky mit Kabelbrand oder sowas. Ja, was ich aber jetzt als erstes machen werde, ist erstmal den MX5 hochbocken und dann den Wasserkühler ausbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Ganze gemacht habe. So, ich habe jetzt soweit den Wasserkühler ausgebaut. Den Lüfter habe ich auch schon mal abgemacht, weil der mir sowieso relativ stark im Weg hing. Ich hatte den ja vorher mit diesen Federn und den Kabelbindern sozusagen hier einmal so durch festgemacht. Sieht man hier auch noch, dass die Lamellen da mitgekriegt haben, hier vorne. Das werde ich jetzt nicht mehr machen. Ist auch meiner Meinung nach nicht die geilste Art, das jetzt festzumachen, nur ich hatte jetzt keinen Fanshroud und ihr habt das halt so festgemacht. Wenn ihr könnt und ein bisschen Geld über habt, kauft so ein Ding von Mishimoto, von SPS, es gibt ja ein paar Hersteller, die das machen. Ist für Kühlung besser und ist halt einfach für den Wasserkühler und sowas, ist es halt einfach an sich besser. Ich werde jetzt den Fanshroud einbauen. Bevor ich den Fanshroud aber einbaue, werde ich hier noch so einen Schaumstoff noch einmal zwischentun, also hier vorne dran einmal befestigen und dann hier komplett rumlegen. Damit das dann auch komplett dicht ist und dass ich den dann hier abgedichtet sozusagen hier dran legen kann, damit auch wirklich keine Luft irgendwo vorbeizieht. Ja, danach will ich den halt da dran packen, hier oben dran und hier unten dran überall festschrauben, wieder mit 4 Schrauben festgeschraubt und dann kann im Prinzip der Wasserkühler auch schon wieder rein. Ich werde den, denke ich mal, vorne auch nochmal sauber machen, weil vorne ist der relativ dreckig nach, keine Ahnung, 1,5 Jahren oder einem Jahr im Auto, wird es halt dreckig. Das werde ich auch mal machen und dann werde ich gleich den Wasserkühler einfach wieder einbauen. Ja, jetzt tun gibt es da nicht. Und dann wieder auffüllen und dann werde ich nochmal gucken, wie ich das mit der Verdrahtung mache. Aber ich baue es jetzt erstmal alles wieder zusammen, alles wieder ein, dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist jetzt alles wieder eingebaut. Meine Lüfter sind drin, der Fanshroud ist drin, es ist schon alles wieder halt verschlossen und zu und ich habe den auch schon erlüftet. Ja, was noch ein bisschen doof ist, sage ich jetzt mal, ist, dass das halt jetzt durch den Fanshroud, beziehungsweise also diese Aluminiumplatte hier, relativ weit jetzt aufbaut. Das sind die ganz normalen Lüfter, sprich
Der Lüfter ist genauso groß oder genauso breit. Und ich habe jetzt halt noch die 1,5 cm oder die 1 cm, die ich jetzt noch ein bisschen weiter rausstehen, habe ich jetzt noch. Und da habe ich einmal ein bisschen Probleme mit hier vorne. Hier, kann man das sehen? Ich weiß gar nicht. Ja, hier vorne ist so ein bisschen enger, also es geht noch ohne Probleme. Also die Kabel können noch lang, das Kabel werde ich noch woanders lang führen. Ja, die Ölkühlerleitung muss ich nochmal gucken, weil die drückt jetzt ein bisschen hier gegen den Lüfter. Ja, aber sonst, das hier passt alles. Das ist alles gut. Die einzige Sache, die ein bisschen ungeil ist, dass ich jetzt, Moment, ich muss mein Licht abmachen, ist, dass ich jetzt einen dickeren Stabi fahre. Und durch den dickeren Stabi, kann man das sehen? Ja, nicht wirklich. Ja, da vorne. Es sitzen jetzt leider die Lüfter auf dem Stabi auf. Also die sitzen so ein bisschen dran. Es ist nicht doll. Ich bin schon ein bisschen damit gefahren, also es ist jetzt kein Problem oder sowas. Ich wollte so sagen, für jeden, der es genauso hat, die drücken dann ein bisschen dran. Ich werde damit jetzt mal ein bisschen fahren und vielleicht noch in den Kommentaren schreiben, ob das da gut ist oder ob ich da irgendwie Probleme mit hatte. Aber bisher die, keine Ahnung, 5, 6, 7 Kilometer sind jetzt ohne Probleme verlaufen. Jetzt werde ich hier vorne hingehen, den Lüfter hier anschließen. Ich habe jetzt beim Lüfter an sich ist jetzt so ein Stecker dran, nur ich habe den Stecker hier nirgendwo. Ich weiß auch nicht, ob der hier irgendwo sein sollte. Auf jeden Fall, hier den Stecker werde ich abschneiden. Hier werde ich dann einen ganz normalen Kfz-Stecker dran machen und dann in den Raum gehen. Dann werde ich in der Mittelkonsole einmal wieder einen Schalter reinbauen, sodass ich den dann schalten kann. Ja, ich werde das in der Mittelkonsole, werde ich das einmal mit dem Relais steuern, sprich, weil der Schalter, den kleinen Schalter, den ich da habe, den ich sowieso schon fürs Licht habe, die können irgendwie so 6 Ampere ab oder sowas, und bevor sich irgendwie festbrennt oder so, nehme ich lieber ein Relais. Das kann, ich glaube, 40 Ampere ab. Und dann schalte ich das damit das eben und dann gehe ich halt hin und sowas. Ja, so kann ich den zweiten dazu schalten, wann es auch mal heiß wird oder wenn es zu heiß wird. Gut, dann würde ich sagen, ich höre jetzt auf zu reden und mache jetzt die ganze Verkabelung von dem Lüfter und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das höchstwahrscheinlich alles fertig habe. So, es ist jetzt alles wieder zusammengebaut. Wie ihr seht, ich bin noch nicht mehr in der Garage, ich bin jetzt wieder in der Halle. Ja, Wasserkühler ist drin. Ich habe jetzt auch alles vernünftig fertig gemacht, was ich noch machen muss. Ist das Kabel, was ich hier vorne liegen habe, da muss ich nochmal eben hingehen und da eine Isolierung drum machen, also so ein Kabelschlauch. Ja, aber das hier ist jetzt eingebaut und ist jetzt auch drin. Genauso wie hier hinten habe ich jetzt auch noch einen neuen Schlauch dran gemacht, genauso wie so eine Hitzeisolierung. Und hier vorne habe ich noch einmal das Hitzeschutzblech mit so einem reflektierenden Tape versehen, damit das da noch mehr vor Hitze geschützt ist, obwohl das jetzt nicht unbedingt heiß wurde. Aber man kann sich nicht sicher genug sein oder man kann nicht vor Hitze genug schützen. Ja, wie auch immer. Gut. Wie gesagt, es ist jetzt hier alles drin. Die Lüfter hauen immer noch hier unten gegen. Also, wenn ich das vernünftig zeigen kann. Ja. Wenn ich das hier vernünftig zeigen kann. Genau da. Die Lüfter sind die immer noch am Stabi dran. Bisher, ich bin jetzt ungefähr eine Woche damit gefahren. Ich hatte bisher noch gar keine Probleme damit. Die sind jetzt auch nicht irgendwie abgeschabt oder sowas. Oder, keine Ahnung, da ist auch kein komisches Schleifen irgendwo dran oder sowas. Das ist genauso wie vorher geblieben. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt so hält. Ich denke, da werde ich auch keine großen Probleme bei haben, dass es da jetzt irgendwie aufschrammen wird oder sowas. Wie gesagt, die beiden Lüfter habe ich jetzt separat geschaltet, sprich der rechte von euch, also der hier, der ist jetzt so geschaltet, dass der halt mit dem Thermostat bei, ich glaube, 89 Grad oder sowas, dass der angeht. Und den linken habe ich jetzt separat geschaltet, sprich, ich schalte ihn dann an, wenn ich merke, dass das Auto zu heiß wird, beziehungsweise an heißen Sommertagen, irgendwie 30 Grad oder sowas. Oder wenn ich halt ein bisschen schneller und ein bisschen mehr Drehzahl fahre, dann schalte ich den zweiten mit ein. Und ansonsten lasse ich den einen einfach laufen. Der ist hier ganz normal dran gemacht, mit dem ganz normalen Connector, wie der vorher war. Und hier vorne habe ich so ein, ist er da? Da unten habe ich so einen Kfz-Stecker genommen. Wie gesagt, das Kabel muss ich nochmal eben vernünftig isolieren, damit das hier nicht so rumliegt. Ja, hier drin habe ich das natürlich auch alles verkabelt. Ich habe jetzt hier einmal für Licht und einmal für den Lüfter, da muss ich noch oben so eine Beschriftung dran machen. Das habe ich jetzt alles einmal verdrahtet. Ich habe jetzt das Licht so geschaltet, dass wenn ich jetzt das Licht anmache, das Licht hier hinten noch angeht und nicht dafür unbedingt die Zündung an sein muss. Und der Lüfter, der geht erst an, wenn ich die Zündung anmache, sprich jetzt die Zündung aus. Hört man nichts. Und wenn ich dann die Zündung anmache, so, dann dürfte man gleich das Relais klicken hören und dann hört man höchstwahrscheinlich, hoffentlich auch den Lüfter. Mal gucken. Ja, ich denke mal, dass man den da hört.
Ja, einfach relativ leicht verdrahtet mit dem Relais. Also ist nicht allzu schwer, da kann man einfach Relais-Schaltplan eingeben und dann sieht man das. Oder wenn man das Relais kauft, ist es höchstwahrscheinlich irgendwie dabei mit dem Schaltplan. Ja, das Ganze ist jetzt eingebaut. Ich kann das jetzt nicht wirklich testen, weil keine heißen Tage gerade irgendwie sind. Also sprich, das ist, wie krass das jetzt einen Unterschied macht von nur einem Lüfter mit dem Fanshroud, ohne Fanshroud und dann 2 Lüfter mit dem Fanshroud. Da kann ich jetzt keinen Vergleich machen, weil ja, es bisher nur regnet und keine heißen Tage sind. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt mir aber warum. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.